Hallihallo. Letzten Sonntag habe ich auf Discord eine Benachrichtigung gesehen, dass Bracky's Game Jam 2024 2 beginnt. Eine halbe Stunde alt. Ich hatte mich für den Jam beim Discord extra angemeldet und dann komplett vergessen. Eine Woche soll er dauern. Keine Chance, dass ich unter der Woche Zeit habe. Es ist die erste Schulwoche und wir ziehen um. Aber ich hatte noch keine Schlüssel und konnte an dem Tag nichts weiter vorbereiten. Also versuchte ich, nur an dem Sonntag ein Spiel runter zu hacken. Thema Calm before the storm. Die Ruhe vor dem Sturm. Es ist Mittag und das Brainstorming am Zeichenblock läuft träge. Ein paar ungefilterte Ideen aufgemalt, dann fangen sie endlich an, sich zu ergänzen. Sich auf den Sturm vorbereiten, indem man die Leute vom Dorf vor dem Sturm warnt. Ich fand die Idee eigentlich zu naheliegend, hatte aber einen ungefähren Plan, wie ich es mit einfachen Formen schnell genug umsetzen könnte. Also los! Ich habe das Godot-Projekt so angelegt, dass sich das Spiel im Browser spielen lässt, Tilemaps, Layers angelegt, einfarbige Terrasse gemalt, das Übergängesystem wiederverwendet. Innerhalb kurzer Zeit konnte ich schon die Karte zeichnen. Ein bisschen mit den Vergrößerungen spielen, bis alles zusammenpasst. Schon war ich bereit, den Spieler einzufügen. Steuerungscode hätte ich wiederverwenden können, aber das vom Standard umzuschreiben geht genauso schnell. Zuerst mit Godot-Icon testen, dann ab ins Zeichenprogramm die einfachen Formen malen. Ich benutze Affinity als Ersatz für Photoshop und InDesign. Die einmaligen Kosten finde ich vertretbar und es ist den teuren Vorbildern nahe genug. Für das, was ich brauche, hätte ich bei GIMP, Krita oder Aseprite bleiben können. Es ist halt zur Hand, also verwende ich es. Diesmal nicht Freihand zeichnen, sondern die Standardformen im Affinity Designer verwenden. Weißes Inneres, damit ich es in Godot einfärben kann. Los geht's. Viereck, Dreieck, Kreis. Als PNG exportieren, in Godot einfügen, zurück in die Engine. Rückblickend hätte ich den Kreis auch in Größe exportieren sollen, damit er in der Vergrößerung immer noch gut aussieht und die Outline nicht so überdimensional verschwommen wirkt. Die Assets sind jedenfalls fertig. Es ist Nachmittag. Als nächstes füge ich die Dreiecke als Häuser des Dorfes ein, auf dem Erdeterra-Dorfplatz, den ich in die Map gemalt hatte. Die Idee war, sie in 3 Farben einzufärben und jeder Dorfbewohner rettet sich in das Haus seiner eigenen Farbe. Also werden die Dorfbewohner Kinder ihrer Häuser und das Skript schickt sie auf den Nullpunkt, wodurch sie genau im Hauseingang stehen. Gut genug. Die Farben haben dann spielerisch keinen Unterschied gemacht, aber ich ließ sie drin, um die verschiedenen Familien zu symbolisieren. Weißsorting hat ziemlich gehackelt, bis ich endlich den ganzen Baum durch die Haken gesetzt hatte. Bis zum Schluss hatte ich komische Bugs und jedes Mal habe ich noch einen Haken gefunden, der nicht gesetzt war. Die einzelnen Häuser und Bewohner waren zum Glück als eigene Szenen angelegt, so dass ich Änderungen daran nicht bei jedem einzeln machen musste. Ich hätte sicher immer wieder wen vergessen. Die Warnung rufen ging schnell, aber den Rigid Body 2D wollte die Area lange nicht als Body erkennen. Ich machte aus den Bewohnern kurzzeitig einen Static Body 2D, damit funktionierte die Erkennung, ob der Dorfbewohner die Warnung hörte. Also machte ich eine Weile so weiter. Zum Haus zurücklaufen in Spielergeschwindigkeit, dafür verwendete ich Tweens. Ich lerne die wirklich zu lieben. Befehle geben und dann nicht weiter drum kümmern müssen. So mag ich das. Die Core Loop ist also fertig. Kurzes Durchspielen bestätigt mir, dass es nicht furchtbar ist. Perfekt. Als nächstes die geretteten Zählen. Da ärgerte ich mich über Mehrfachwarnungen, die dann das Dorf laut Zähler über sich hinauswachsen lassen. Also bekommt das Bewohnerskript ein Flag und ob er schon gewarnt wurde. Für die Zähleranzeige benutzte ich ein Nine-Patch-Rect, dessen korrekte Benutzung ich wieder mühsam recherchieren musste, obwohl ich es in einem anderen Projekt schon benutzt hatte. Ich wollte mit der Region das Innere des Kastens auswählen, nicht den Kasten innerhalb eines größeren Teilsets. Naja, da kam ich dann drauf, dass man die Kastenränder mit Zahlen definiert. Es wäre schneller gegangen, einfach einen größeren Kasten zu malen, aber so konnte ich das Nine-Patch-Rect auch für die Storytexte verwenden. Es ist inzwischen Abend. Ein Introtext erklärt das symbolhafte Setting, währenddem das Spiel pausiert ist. Beim Outrotext pausiert ebenfalls das Spiel, sobald der Sturm losgeht. Das pausiert dann auch die Tweens. Perfekt.
Leider pausiert es eben auch die Übergänge-Tweens. Die Endszene also so eingestellt, dass sie auch was macht, wenn das Spiel pausiert wird, globale Variablen entdeckt und definiert, verschiedene Ending-Texte müssen noch sein, die Nacht schreitet voran und dann exportiere ich endlich Version 1. Am Ende wird Version 4 dann so, wie ich es wollte. Die verschiedenen Endings noch einmal durchtesten, festgestellt, dass eins fehlt, Y-Sorting endlich fertig eingestellt. Am Ende war es nach Mitternacht, als ich die hochgeladene Version für fertig erklärte und einreichte. 13 Stunden Entwicklungszeit waren es in etwa. Ich bin wahnsinnig stolz, was Spielbares fertig bekommen zu haben. Sogar mit Story und mehreren Enden. Minimalistisch natürlich, aber es ist das erste Spiel, das ich ohne schlechtes Gewissen mein Kunstwerk nennen kann. Ein gutes Gefühl. Spielt es gern auf Itch und habt Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen.